räuspern. Im Grunde kann es jetzt losgehen. Willkommen zu dieser neuen Mayturn-Show, die Hegemonie China, in der wir unterschiedliche Aspekte der chinesischen Politik und Gesellschaft analysieren. Zuerst werde ich euch erklären, was eine Hegemonie ist und dann, was das Ganze mit dem chinesischen Staat zu tun hat. Hegemonie kommt ursprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutete damals so etwas wie Oberbefehl oder Heeresführung. Der Hegemon war dann entsprechend der Heeresführer. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Wort jedoch etwas anders verwendet. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt dazu: In der Politik ist damit die Vorherrschaft eines Staates gegenüber einem oder mehreren anderen Staaten gemeint. Diese Überlegenheit kann sowohl militärisch als auch wirtschaftlich und kulturell begründet sein. Meistens erkennen die anderen Staaten den stärkeren Staat, auch Hegemonialmacht, an, ohne dass es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommen muss. Es kann allerdings trotzdem der Fall sein. Die größte und wohl bekannteste Hegemonialmacht sind die Vereinigten Staaten. Sie sind nicht nur im Gebiet des Militärs, sondern auch kulturell und wirtschaftlich eine Hegemonialmacht. Allerdings sind die Vereinigten Staaten nicht der einzige Staat, die beanspruchen, Hegemonialmacht zu sein. Ein anderer Staat versucht, die hegemoniale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zurückzudrängen. Ihr werdet es erraten haben, genau an dieser Stelle kommt China ins Spiel. Seit der Öffnung Chinas zum Weltmarkt wurde China von den anderen Ländern als Handelspartner betrachtet. Dies hat sich allerdings in letzter Zeit stark geändert. Die chinesische Regierung tritt deutlich aggressiver auf und will nicht mehr nur als Handelspartner, sondern auch als Staat gesehen werden, dem andere Staaten Folge zu leisten haben. Und obwohl es in Europa mittlerweile ein Umdenken gibt und die Taten der chinesischen Regierung eher verurteilt werden, so wissen wir doch trotzdem relativ wenig über China. Einerseits ist es natürlich so, dass es in Europa besonders und auch in den Vereinigten Staaten relativ wenige Leute gibt, die Chinesisch verstehen können. Dazu kommt allerdings noch, dass zwischen Europa sowie den Vereinigten Staaten und China ein sehr starker kultureller Unterschied herrscht. Zudem handelt es sich bei Ländern wie Deutschland und den Vereinigten Staaten bei aller berechtigter Kritik trotzdem um Demokratie. Und das ist beim chinesischen Staat definitiv nicht der Fall. Dennoch lohnt es sich, diesen nicht als diktatorischen Machtblock abzustempeln und sich näher mit diesem zu befassen. Aus diesem Grund werden wir versuchen, in dieser Video-Essay-Serie uns nicht nur mit unterschiedlichen Aspekten der chinesischen Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen, sondern auch möglichst vorurteilsfrei, allerdings trotzdem kritisch die gesamten Themen zu analysieren. Einige der Essays dieser Show werden im Übrigen auf Chinesisch sein, nicht einmal um unbedingt eine chinesische Audience zu erreichen, sondern einfach nur, damit sich mehr Leute in Deutschland für die chinesische Kultur und Sprache interessieren. Häufig wird nämlich der Fehler gemacht, dass China nur mit dem autoritären Regierungsstil der kommunistischen Partei assoziiert wird. Dieser muss natürlich auch angesprochen werden, allerdings besteht die kulturell chinesische Welt aus deutlich mehr als einfach nur der kommunistischen Partei. Es gibt ganze Länder, in denen die chinesische Sprache und Kultur weit verbreitet ist, die jedoch nicht China sind. Zum Beispiel könnte man da Taiwan und Malaysia nennen. Zudem gibt es in den Vereinigten Staaten und auch hier in Deutschland große chinesische Communities, von denen man allerdings eher selten etwas mitbekommt. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Falls es irgendwelche Themen oder Aspekte bezüglich China gibt, die dich interessieren und über die du denkst, dass wir eine Video-Essay machen sollten, dann schreib diese doch bitte in die Kommentare.